Hallo, ich bin Klaus Eisenblätter, Humanmorphologe und seit über 20 Jahren praktizierender Morpheus Profiler. Ich stelle euch heute mal das Thema Profiling und Humanmorphologie ein bisschen näher vor, weil die Frage, die sich immer wieder aufzeigt, ist, was macht die Humanmorphologie genau und wieso kann man aufgrund eines Gesichtes, eines Kopfes, inklusive natürlich auch des Körpers, aber hier in dem Fall vor allen Dingen Gesicht und Kopf, wieso kann man hier überhaupt charakterlich arbeiten, wieso kann man Menschen so exakt, so differenziert und in dieser Tiefe auch analysieren? Weil man hat es in der Vergangenheit, gerade in den letzten 2.500 bis 4.000 Jahren, je nachdem in welcher Geschichte sie unterwegs sind, immer wieder versucht, den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes mit der Begrüßung schon zu erkennen, intuitiv. Die Humanmorphologie geht natürlich über die Intuition hinaus, indem sie das Ganze halt einfach systematisiert hat und vor allen Dingen transferwissenschaftlich aufgestellt ist. Das heißt, wir sind aufgestellt und ausgebildet und entwickelt im Bereich der Biologie, hier zum Teil Genetik, Epigenetik, in der Chemie, was heißt hier vor allen Dingen Hormonforschung, auch im Bereich Neurowissenschaften. Das heißt, der ganze Bereich der sogenannten Gehirnanatomie, hier auch insbesondere präfrontaler Kortex, dort wo wir die sogenannten kognitiven Fähigkeiten haben. Und wieso sind wir überhaupt in der Lage, dadurch auch über ein Foto einfach dezidiert Gutachten zu erstellen über mehrere Seiten, was diese Person selber in ihrem Charakter, in ihrer Persönlichkeit abbildet, ohne jemals selbst in Kontakt mit dieser Person getreten zu sein. Das heißt, viele, die wir immer wieder fragen, ja, aber beurteilt ihr nicht dann möglicherweise den Menschen? Sage ich, nein, das machen wir natürlich nicht, weil in der Analyse sind wir absolut nur in der Lage, beschreibend tätig zu werden, ohne zu sagen, okay, ist diese Eigenschaft dieser Person, ist die jetzt gut oder schlecht? Es gibt nur den nächsten Schritt, wenn wir zum Beispiel von Personaldienstleistungen oder Personalabteilungen von Konzernen beauftragt werden, ein Gutachten zu erstellen, dann stellen wir natürlich die Person selber in ihrem Charakter inklusive der Aufgabenstellung und der Aufgabenherausforderung, die sie für den möglichen neuen Arbeitgeber zu tätigen hat, müssen wir natürlich in Kontext und damit in Zusammenhang bringen. Und jetzt erst findet eine sogenannte Bewertung statt, die dient aber immer nur dazu um letzten Endes beide Seiten glücklich zu machen. Glücklich zu machen heißt in dem Fall, ist diese Person, die sich bewirbt, auch imstande, diese Leistung zu erfüllen, die der Arbeitgeber dieser Person in Anspruch stellt. Heißt, das Ziel ist, dass der Arbeitgeber als auch dann der mögliche Arbeitnehmer beide erfüllt voneinander sind. Das heißt, es geht also nicht für oder dagegen, sondern immer füreinander. Und aufgrund dieser Gutachten, die wir erstellen oder auch einer speziellen Fragestellung, die wir haben, können wir natürlich das Ganze wunderbar ermitteln, mit wem wir es zu tun haben. Wie gesagt, entweder über Foto oder, wenn auch gewünscht, natürlich persönlich. Aber warum können wir das? Ganz einfach, weil der Mensch aufgrund seiner Genetik und Epigenetik sich immer jeden Tag in Ausdruck bringt. Das heißt, wir wissen durch die eineigen Zwillingsstudien, die in den 70er Jahren stattgefunden hatte, als man die Hauptkernfrage gestellt hat, ist das menschliche Verhalten vor allen Dingen biologisch bestimmt, das heißt über die Erbanlagen und oder über das Thema Umwelt, sprich Sozialisation. Die eineigen Zwillingsstudien kamen zu dem Entschluss, dass die Dominanz im Bereich der Biologie und damit der Elternschaft war. Das heißt, das Hauptverhalten des Menschen findet aus seinem Erbe statt. Das kann auch jeder für sich selber abprüfen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, gerade aus der Laienbrille, indem er einfach sich selber mal hinterfragt, gerade für die Personen, die schon älter sind, die schon einige Partnerschaften unter anderem hinter sich gebracht haben, wenn sie die Frage stellen, sind sie anpassungsbereiter, je älter sie geworden sind und damit kompromissbereiter bezüglich neuer Partnerschaft oder dass sie immer weniger bereit sind, Kompromisse zu machen. Und daran würden Sie schon alleine erkennen im ersten Step, ja, dass hier die Biologie und die Erbanlage hier eine ganz wichtige Rolle spielt. In der Genetik sieht man nochmal etwas anders. Da hat man, wenn man von Prozenten spricht, eher das Bedürfnis zu sagen, okay, wie liegen da so, ich sage mal, die Zahlen. Wenn Sie heute einen Genetiker fragen, dann liegt das menschliche Verhalten in der Regel zwischen 60 und 95% erblich bestimmt und erblich bedingt. Fragen Sie allerdings den Geisteswissenschaftler, den Psychologen, den Soziologen, dann nähert man sich hier mittlerweile bei den 50 bis 60% an. Wir in der Humanmorphologie sagen natürlich,
Der Mensch ist die Summe von beidem. Das heißt, er ist die Summe sowohl seiner erblich bedingten Verhalten als auch der Umwelt. Und beides zusammen zeigt sich im Gesicht, im Körper, damit in der gesamten Veranlagung. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn Sie zum Beispiel jemanden haben, der ist zum Beispiel eher kurz, klein, einfach ein bisschen untersetzter und kräftiger, dann kämen Sie spontan nicht auf die Idee zu sagen, okay, der ist morgen imstande, möglicherweise einen Marathonlauf zu machen. Dies ist jetzt keine Bewertung im Sinne von gut oder schlecht, sondern er ist möglicherweise nicht imstande. Aber die Frage ist, weil seine Biologie, und zwar damit sein gesamter Knochenapparat, knochenmuskulärer Apparat, einfach nicht genetisch so aufgestellt ist, wie jemand, der eher athletisch aussieht. Ja, wo das im Bereich Keimblatt, wir würden hier jetzt sagen, das sogenannte mesoderme Keimblatt, hauptsächlich entwickelt wird und dementsprechend auch die mesomorphe Form dementsprechend strukturiert ist. Und so können wir beides übersetzen. Das heißt, wir können von der Form in den Inhalt gehen, anders formuliert, und das ist einfach Humanmorphologie. Jede Form besitzt eine Information und die Form folgt immer der Funktion. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und damit arbeiten wir. Und damit haben wir mittlerweile so eine Genauigkeit, dass wir in der Regel zwischen 90, 95% und 99% immer liegen in der Genauigkeit, in der Richtigkeit und auch in der Differenziertheit, was natürlich für den Laien immer erstaunlich ist, wieso man das aufgrund eines Fotos überhaupt ermitteln kann. Hier darf man aber nicht vergessen, dass das Team schon seit über 20 Jahren praktizieren, und wenn Sie selber genauso viele Analysen gemacht hätten wie ich und sich darauf konzentriert hätten damit, ja, dann wären Sie genauso weit in dem Wissen, in den Erkenntnissen wie jeder andere auch, der in diesem Thema aufgestellt ist. Warum können wir das sehen? Ganz einfach. Ja, weil jedes Keimblatt, ich will jetzt auch gar nicht so tief reingehen, jedes Keimblatt hat eine spezifische Körpermerkmal. Das heißt zum Beispiel, was ich eben als Beispiel erwähnt habe, wenn Sie zum Beispiel etwas kräftiger untersetzt sind und kämpfen oftmals mit Ihrem Gewicht, dann haben Sie einfach Ihre Verdauungsorgane und Ihre Entgiftungsorgane stärker aufgestellt und damit bekommen Sie sogenannte Impulskräfte. Diese Impulskräfte dienen dazu, nicht im Sinne von Stärken oder Schwächen betrachtet zu werden, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, okay, was macht mir Freude, was begeistert mich und was mag ich gar nicht und was möchte ich ablehnen in dem Moment. Wie gesagt, es geht dabei nicht um Stärken oder Schwächen. Das sagt natürlich einer, der mesoderm dominant ist im genetischen Keimblatt, der jetzt sehr körperlich aktiv, eher dann auch sehr kräftig, sehr muskulös, ja, und dann auch eher ein kantiges Gesicht hat. Der sagt, da sind vor allem die Muskeln und die Sehnen und die Knochenstruktur sehr stark aufgestellt und die haben nun mal den Impuls und damit auch das Bedürfnis, sehr gerne sehr viel Sport zu machen. Sie werden häufig als Kind, ja, weil sie sehr unruhig sind, gerne schnell als ADS- oder ADHS-Kind diagnostiziert, was aber in dem Fall nicht zutrifft. Es ist einfach nur die sogenannte genetische Disposition. Im anderen haben Sie zum Beispiel gerade, und das wäre jetzt das dritte Keimblatt, das wäre das sogenannte ektoderme Keimblatt, und da haben Sie zum Beispiel Personen, die vor allen Dingen ihr zentrales und peripheres Nervensystem entwickelt haben, die vor allen Dingen ihre Sinnesorgane sehr stark entwickelt haben, die hochsensitiv sind, hochempathisch, ja, und auch vor allen Dingen ein großes und hohes Maß an Kommunikationsbereitschaft haben. Und dementsprechend sind natürlich auch die Angststrukturen zu erkennen für uns. Und wir, und das ist unsere Aufgabe im Team von mir, den Menschen wirklich in der Aufgabenstellung ein größeres und höheres Maß an Verständnis zu geben und ihnen aufzuzeigen, wer sie wirklich sind und vor allen Dingen damit raus aus der Vergleichbarkeit kommen. Weil gerade der Vergleich, der eine oder andere weiß das, gerade der Vergleich ist immer des Glückes Tod. Und wir wollen den Menschen ihm aufzeigen, wie gut er ist in seinem Potenzial, in seinem Original, in der Hoffnung für die Person selber, je früher, umso besser natürlich, das auch für sich selbst erkannt hat, wer sie wirklich ist und wie diese Person für sich selbst ein wunderbar erfülltes Leben erreichen kann. Und so sind wir natürlich in der Lage, je älter die Person wird, auch die Person, die dann selber über sich selbst viel mehr schon Bescheid weiß, wer sie wirklich ist, damit auch Lösungen anzubieten, in dem Fall individuelle Lösungen, wie sie einfach ihr Leben in Zukunft auch äußerst erfolgreich durchführen kann. Wenn ihr mehr über die Humanmorphologie und das Morph-Face Profiling erfahren wollt, besucht uns auf unserer Webseite, folgt uns auf unserem Profil. Wir stehen euch natürlich Frage und Antwort immer wieder gerne zur Verfügung, weil wir sind im Zahn der Zeit, wo es darum ging, einfach in Echtzeit zu helfen, in Echtzeit euch zu unterstützen, um einfach die finale Frage der Aufgabe und des Sinns einfach mal schneller und direkter
beantwortet zu bekommen. Euer Klaus Eisenblätter, euer Team Morpheus Profiling.